Moin bei kugelbahn.de und herzlich willkommen zur ersten Runde der Marble Racing League. In diesen Rennen geht es nicht darum, nach einer bestimmten Rundenanzahl als erstes ins Ziel zu kommen, sondern überhaupt ins Ziel zu kommen. Denn die Strecken sind so gebaut, dass die Kugeln sich gegenseitig rausschubsen oder ausbremsen können und so gelangt nicht jede ins Ziel. Schafft es jedoch eine Kugel als erstes, dann bekommt sie einen Punkt. 6 Kugeln treten gegeneinander an und jede fährt auf jede Strecke gegen jede Kugel. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit der Vorstellung der ersten Strecke. Viel Spaß! Direkt nach dem Start kommt hier die erste kritische Stelle, nämlich das Trampolin, über das beide Kugeln quasi gleichzeitig drüber müssen und in die Kaskade springen. Schaffen sie das, geht es durch die Kaskaden weiter über den Jumper und zur nächsten Kaskaden-Trampolin-Kombination, wo die Kugeln sehr viel Schwung haben und sich dann hier bei dieser Kreuzung treffen, was auch für Kollisionen sorgen dürfte, und danach rollen die Kugeln dann ins Ziel. Und wir starten mit der ersten Begegnung: Red Dead gegen Silver Senior, also Rot gegen Silber. Und los geht es hier. Beide schaffen es über das Trampolin und auch gut über die Jumper. Und sie an der Kreuzung kollidieren sie und bleiben beide liegen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Somit geht der erste Lauf in der ersten Runde hier mit 0 Punkten aus und alle Teilnehmer starten mit den gleichen Punkten in das Rennen Nummer 2, wo Red Dead auf Blue Shift trifft. Und los geht es und die rote Kugel ist in der einen Kaskade direkt nach dem Trampolin hängen geblieben und damit ist das hier ein sicherer Lauf für die blaue Kugel, die damit in diesem Rennen den ersten Punkt holt und von allen Kugeln im zweiten Rennen jetzt überhaupt den ersten Punkt macht. Okay, weiter geht es mit Red Dead gegen Black Knight, also gegen die schwarze Kugel. Und auch hier wieder das Trampolinproblem. Oh, und wirklich ein Problem, denn die rote Kugel hat wirklich komplett versagt und ist noch nicht mal mehr in der Kaskade hängen geblieben, sondern direkt von der schwarzen Kugel rausgeschubst worden während des Sprungs. Das ist natürlich sehr ärgerlich und Black Knight holt damit einen sicheren Sieg und einen ersten Punkt. Red Dead gegen Green Power, also gegen die grüne Kugel. Und los geht es. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ja, jetzt kommen beide da durch. Sehr schön. Und auch der zweite Trampolin. Und oh, die kollidieren in der Kreuzung und die grüne Kugel verlässt sogar die Bahn durch die 3-in-1-Weiche. Ja, damit geht auch diese Runde punktlos aus. Und wir fahren fort mit Red Dead gegen Unicorn. Das ist die regenbogenfarbene Kugel. Und wieder bleibt Rot in der Kaskade hängen und die Unicorn fliegt sogar aus der Bahn und verlässt das Spielgelände. Das ist ja unglaublich und so bleibt auch diese Runde punktlos. Die Bahn ist schon sehr tricky und nicht unbedingt leicht zu schaffen. Black Knight gegen Silver Senior, also die schwarze Kugel gegen die silberne Kugel. Und hier in der Übersicht sieht man gut, die kommen sehr schön durch. Und oh, die silberne bleibt hängen, lässt sich aber von Black Knight anstoßen und schafft es damit ins Ziel, während Black Knight dort in der Kreuzung liegen bleibt. Also hier ein Punkt für Silver Senior. Sehr schön gemacht. Guter Trick, wo natürlich einer dann auf der Strecke bleibt. Black Knight tritt wieder an gegen jetzt Blue Shift und mal gucken, ob das jetzt für Black Knight ein bisschen besser läuft hier. Und er hat zumindest einen Vorsprung und ja, geht der blauen Kugel auch aus dem Weg, aber leider schafft es die Blue Shift dann doch ins Ziel als erstes und Black Knight bleibt wieder in der Kreuzung hängen. Damit gibt es hier einen Punkt für Blue Shift. Und die nächste Runde ist Black Knight gegen Green Power. Beide starten, kommen nicht beide durch die Kaskaden, weil Black Knight dort in der Kaskade hängen bleibt und Grün, wenn nichts mehr schief geht, landet im Ziel. Damit holt Green Shift noch einen weiteren Punkt, beziehungsweise überhaupt den ersten in dieser Runde. Weiter geht es mit Black Knight gegen Unicorn. Und mal schauen, ob Black Knight jetzt mal bestehen kann. Auf jeden Fall klappt es schon mal durch die Kaskade und auch der zweite hat jetzt einen guten Vorsprung und könnte damit Unicorn ausweichen. Und das klappt auch und rettet seinen Vorsprung auch bis ins Ziel, belegt damit den ersten Platz und holt sich damit hier seinen zweiten Punkt in der ersten Runde dieser Racing League. Jetzt geht es weiter mit Silver Senior gegen Blue Shift und beide starten. Wird das hier gut gehen? Ja, beide kommen durch und schaffen es auch durch die Kreuzung und
beide bleiben liegen, weil sie in der Kreuzung beim zweiten Durchlauf kollidieren und somit geht auch diese Runde punktlos zu Ende für die beiden Teilnehmer. Und jetzt kommt Silver Senior gegen Green Power. Beide Kugeln starten, kommen gut durch das erste Trampolin und die zweite Kreuzung macht eigentlich Probleme. Oh, Green lässt sich da von Silver Senior anstoßen und ja, gewinnt damit das Rennen und holt sich einen wichtigen Punkt. Jetzt Silver Senior gegen Unicorn. Mal schauen, wie das ausgeht. Und beide kommen gut durch die... Nein, ich habe mich geirrt. Der Silver Senior bleibt in der Kaskade hängen und damit ist das eine sichere Sache für Unicorn, der sich hier einen guten Punkt holt. Und damit, ich glaube, das ist überhaupt der erste Punkt in dieser Runde für Unicorn. Und damit geht in dieser Runde eigentlich nur Red Dead aus. Aber eins haben wir ja noch und zwar ist das Unicorn gegen Green Power. Und los geht's. Beide schaffen es durch das erste Trampolin und auch die Kreuzung passt, aber wieder lässt sich da Unicorn anstoßen und schafft es somit ins Ziel und holt damit seinen zweiten Punkt in Folge. Und ja, so macht man natürlich Punkte gut, indem man sich einfach von den anderen ins Ziel schubsen lässt. Und wieder Unicorn gegen Blue Shift. Und mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Beide kommen auf jeden Fall durch das erste Hindernis gut durch. Und jo, beide aneinander vorbei, ganz knapp, aber Unicorn rettet sich ins Ziel als erstes und erhält somit einen weiteren Punkt und hat damit 3 Rennen in Folge hintereinander gewonnen und baut damit die Führung aus, obwohl er gerade eben eigentlich noch quasi leer ausgegangen ist bei der ganzen Sache hier. So, Green Power gegen Blue Shift, das ist das letzte Rennen auf dieser Strecke und wir werden sehen, wer hier vielleicht noch einen Punkt holt oder vielleicht auch nicht. Und das sieht schon mal ganz gut aus, aber oh, ist das denn zu glauben? Green Power läuft durch und Blue Shift bleibt in der Kreuzung liegen, weil einfach nicht genug Schwung da war. So, damit kommen wir aus der ersten Runde mit der folgenden Punktezahl und weiter geht es mit Strecke 2. Und es geht gleich weiter mit Strecke Nummer 2. 4 Kaskaden geht es den Berg hinauf auf 2 Hammerschläge und dann in diese Fängerschanze. Die Kugeln rollen zurück in einen von 3 Trichtern. Hier werden sich einige Positionskämpfe ergeben. Dann geht es weiter durch ein kleines Kurvengeschlängel über die Wippe und danach ins Ziel. Und wir starten mit der ersten Runde. Und in dieser treffen aufeinander Red Dead gegen Blue Shift. Und beide Kugeln starten in die Kaskaden rein und es geht ein bisschen gleich drauf. Die blaue hängt ein bisschen zurück, aber jetzt entscheidet sich einiges an den Trichtern. Wobei die Red Dead da sehr gut durchkommt und Blue Shift dann doch ein bisschen hinterherhängt und auch über die Wippe geht, schafft es auf jeden Fall über die Wippe und muss nicht den Notausgang nehmen. Und somit holt Red Dead, der sprichwörtlich tot aus der ersten Strecke hierher gekommen ist, seinen ersten Punkt in dieser Liga. Und jetzt kommt Red Dead gegen Green Power und wir werden sehen, wer hier am meisten Power hat, ob Green das schafft und ist jetzt im Moment vorne, wird aber aus den 3 in 1 abgedrängt und bleibt somit oben am Berg hängen, während hier Red Dead dann problemlos seinen zweiten Sieg in Folge einfahren kann und damit auch seinen zweiten Punkt erhält. Gut, so kann man es auch machen, einfach die Konkurrenz irgendwo raus schubsen und ob er das auch mit Silver Senior macht, das sehen wir jetzt. Beide laufen in die Kaskaden und die Silberne hängt ein bisschen hinterher, aber jetzt lässt Silver Senior Red Dead da oben verhungern in der Fängerschanze, was eigentlich theoretisch gar nicht möglich ist, dass eine Kugel hängen bleibt, aber in diesem Murmelrennen ist einfach gar nichts unmöglich und somit holt sich hier Silver Senior einen weiteren Punkt. Jetzt kommt die Runde Red Dead gegen Unicorn und Red Dead hatte ja im letzten Rennen ein kleines Problem, aber vielleicht kann er das jetzt wieder beheben. Geht auf jeden Fall als erstes durch die Trichter allen durch und hat entsprechenden Vorsprung und normalerweise ist die Sache jetzt gelaufen, wenn nicht bei Red Dead noch in den letzten Metern was schief geht. Tut es nicht und Unicorn kommt als zweites ins Ziel und somit ist das eine sehr punktreiche Runde für Red Dead gewesen und ja, das
hat er auf jeden Fall deutlich aufgeholt. Eins gibt es noch mit Red Dead, und zwar gegen den Black Knight. Und hier gucken wir den Berg raufnehmen, Schwung durch die Hammerschläge, und der Black Knight kommt leider nicht so schnell durch, aber das wird eng hier. Oh, die berühren sich ständig, und Black Knight schiebt Red Dead direkt aus dem 3 in 1, bleibt aber mangels Schwung selber dann verhungern auf der Strecke, und somit geht diese Runde hier punktlos aus. Wie wird es weitergehen? Black Knight gegen Blue Shift. Mal schauen, ob Black Knight wieder so ein fieses Spiel treiben kann, aber zu viel davon ist auch nicht gesund. Doch, er lässt sich von Blue Shift einfach weiter schießen, obwohl die Sache da durch die Kollision eigentlich schon gegessen war. Kann sich hier Black Knight einen weiteren Sieg holen, und Blue Shift geht dabei leer aus, und somit hat Black Knight jetzt 3 Punkte und ist mit den anderen gleichgezogen. Black Knight gegen Silver Senior. Black Knight scheint mir ein bisschen ein fiesen Möb zu sein momentan. Mal schauen, wie er diese Runde hier meistert, ob es da auch Probleme gibt. Aber ja, er kommt auf jeden Fall schnell durch die Trichter durch, im Gegensatz zu Silver Senior, der allerdings relativ knapp dran hängt. Das ist sehr eng. Und möglicherweise muss Silver Senior den Notausgang nehmen. Nein, das funktioniert so. Der Notausgang wäre auch gar nicht gegangen, sehe ich gerade. Der Hammer war nämlich gar nicht geladen. Gott sei Dank. Dann ist diese Runde ja wenigstens fair ausgegangen, ohne Berührungen oder weitere Fiesigkeiten. So, Black Knight gegen Unicorn, und los geht es. Und wir werden sehen, was sich jetzt hier oben ergibt. Unicorn ist im Trichter vorne, verliert aber sofort die Position, und Black Knight holt sich hier einen dicken Vorsprung, weil Unicorn wirklich lange in den Trichtern festhängt, und während Black Knight schon in seinen Müsli-Riegel beißt, treibt sich Unicorn noch auf der Strecke rum und holt sich einen weiteren Punkt und führt damit eigentlich ziemlich souverän gerade mit 5 Punkten. Das ist nicht schlecht, und jetzt kommt aber der Auftritt gegen Green Power, die Kaskaden. Scheint so, als wäre die vordere Kaskadenreihe ein bisschen langsamer, was aber durch die Hammerschläge dann relativ ausgeglichen wird, beziehungsweise durch den Einlauf in den ersten Trichter, und Green Power ist hier definitiv vorne und zeigt Black Knight die kalte Schulter und holt sich hier einen Punkt und rückt damit Black Knight auf die Pelle mit 4 Punkten. Jetzt tritt an Green Power gegen Blue Shift. Grün und Blau schmückt die Sau, pflegt man zu sagen, und mal schauen, wer hier die Sau wird. Und ja, die Blue Shift verliert im Trichter leider viel Zeit, ist aber gar nicht so weit hinten dran, wenn Green Power jetzt irgendwas passiert, aber wird es nicht. Und hier holt sich Green Power dann einen weiteren Punkt und ist damit in der Tabelle gleichgezogen mit Black Knight. Das nächste Rennen ist Green Power gegen Silver Senior. Auch hier geht es jetzt wieder die Kaskaden bergauf, und wieder ist vorne ein bisschen langsamer. Dafür ist sie als erstes im Trichter, was aber nicht viel nützt, weil sich Green Power hier durchschummelt. Und so muss jetzt aber Silver Senior den Notausgang mal nehmen, allerdings bringt das nicht so viel Geschwindigkeit, als wenn man über die Wippe laufen würde, und so holt sich Green Power seinen 6. Punkt hier. Green Power gegen Unicorn. Und los geht es. Mal schauen, was am Trichter so passieren wird. Die Green Power kommt wieder sehr gut durch die Trichter durch. Also Unicorn tut sich in den Trichtern generell immer etwas schwerer und hinkt dann auch in den Hin- und Her-Bereich nach dem letzten Trichter weit zurück und verliert damit einen weiteren Punkt, während sich Green Power hier den 7. Punkt holt, und das ist schon beinahe der Gesamtsieg, weil so viele Rennen gibt es jetzt nicht mehr. Blue Shift gegen Unicorn, und hier, oh, das war eine knappe Kollision, und sie kollidieren dann in dem 3 in 1, und Unicorn wird abgedrängt dadurch und bleibt oben liegen. Eine ganz sichere Sache für Blue Shift also, der sich hier einen weiteren Punkt holen kann und damit 3 Punkte hat. So, die nächste Begegnung ist Blue Shift gegen Silver Senior, und wir
Kandidaten. Die Kugeln laufen immer zeitgleich in die Kaskaden rein und jetzt war es auch sehr zeitgleich und beide bleiben hängen, weil die Kollision in der Kreuzung einfach niemandem etwas bringt, noch nicht mal. Für Silver Senior reicht es da, den Hammerschlag auszulösen und darum bleibt diese Runde auch punktlos und jetzt kommt Unicorn gegen Silver Senior und jetzt wird es eng. Es ist auch schwierig, die beiden Kugeln so direkt zu unterscheiden, aber Silver Senior führt und Unicorn ist ganz knapp dahinter, das kollidiert eigentlich schon fast und muss auch den Notausgang nehmen, weil die Wippe noch oben ist. Aber Silver Senior holt sich hier einen Punkt und damit ist eigentlich so geregelt, dass es hier keinen 4., 5. und 6. Platz gibt, sondern nur einen 1. mit Green Power. Der 2. ist Black Knight und den 3. Platz belegen gemeinsam Red Dead, Blue Shift, Silver Senior und Unicorn. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr eine zweite Runde sehen wollt, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich am besten auch das Wimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.